Hallo und herzlich willkommen bei Io Neuwagen Knott. Ich zeige euch heute am Skoda Fabia einfach ein paar Sachen, die der Display mit sich bringt. Es ist sehr schlicht gehaltenes Design, aber es ist wirklich recht einfach. Man geht zunächst auf Radio. Hier kann man den ganzen Radio einstellen, die unterschiedlichen Kanäle. Wenn man DAB bestellt hätte, hätte man hier noch die Auswahl zwischen DAB und dem normalen. Hier haben wir jetzt kein DAB. Bei Media kann ich unterschiedliche Sachen einstellen. Ich kann eine SD-Karte hinzufügen. Ich kann einen USB-Stick einstecken, wie man will. Klicke ich auf Phone, kann ich hier mein Mobiltelefon hinzufügen. Alles, was ich hierzu tun muss, ist einfach am Handy das Bluetooth anzumachen. Ist das Bluetooth am Handy an, kann ich einfach das Telefon hier hinzufügen und kann mein Telefon mit dem Auto sozusagen verknüpfen. Was ich auch noch machen kann, ist sehr interessant. Ich habe hier einen kleinen Slot. Ich kann mir jetzt hier, wenn ich auch kein Ding gekauft habe, kein Navigationssystem, kann ich das hier reinstecken. Dann kann ich sozusagen meinen Skoda erweitern um mein Navigationssystem. Ist auch recht praktisch. Hier App Car, hier kann ich wieder mein Handy einfach als Android Auto benutzen. Das habe ich in vorherigen Videos auch schon mal gezeigt. Man lädt sich einfach auf sein Mobiltelefon Android Auto runter. Und alles, was man dann tun muss, ist hier Android Auto anzuklicken und verbindet sich das Telefon ganz normal mit diesem Bildschirm. Ich kann damit navigieren, ich kann damit alles machen. Es ist wirklich genial. Und all das kommt immer schon serienmäßig bei dem Ambition, weil wir gerade so eine Aktion haben, dass das Paket immer umsonst mit dabei ist. Und es ist wirklich genial. Ich kann es nur empfehlen und es ist einer unserer Topseller, der Skoda Fabia. Also schaut einfach mal rein, konfiguriert den durch. Kann ich nur empfehlen. Das war's wirklich mit diesem Video. Ich glaube, ich habe das Wichtige gesagt. Ach ja, eine Sache vielleicht noch, dass man hier auf Car noch das Auto anschauen kann, ein paar Sachen noch verstellen kann. Fahrerassistenzpaket, Lichtsensoren aus, einschalten, ist auch recht interessant. Damit kann man einfach mal rumspielen. Wenn man alles verstellt hat, ist ganz einfach. Man geht auf die Werkstatteinstellung, setzt alles wieder zurück und ist alles wieder im Auslieferungsstatus. Also keine Angst, man kann hier wirklich nichts verkehrt machen. Und das war's, glaube ich, wirklich mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Io Neuwagen Knott.